Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commike. Ich werde heute fortfahren mit dem Bau meiner neuen Gartenküche. Die Wände, der Rohbau, den habe ich erst vor kurzem beendet und ich habe bereits die Vorgespräche mit den Schreinern, den Zimmerleuten geführt für die Montage des neuen Daches. Die Zwischenzeit werde ich nutzen und die Elektrik, das Netzwerk, den Strom und so weiter hier einzubauen. Dafür setze ich auf verschiedene Werkzeuge und nehme euch mit. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das Ganze mache, dann bleibt dran. Gleich geht's los. Meine neue Gartenküche wird die Form eines Us haben. Auf der linken Seite über die Mitte, hier an der rechten Seite, wird die Arbeitsplatte verlaufen. Auf der Arbeitsplatte brauche ich natürlich verschiedene Anschlüsse. Hier kommt mein Gasgrill, den werde ich hier einbauen, meinen Phantom P500. Der Grill hat unter anderem eine Rotisserie, sprich diesen Drehspieß, der sich dreht, und dafür brauche ich Strom, dafür hier eine Dose. Aber auch für den Kühlschrank, für die verschiedenen elektrischen Verbraucher, um mal einen Mixer oder sonstiges anschließen zu können, und letztendlich auch für die Beleuchtung, das Radio, den Fernseher und so weiter brauche ich entsprechende Versorgung. Die werde ich heute einbauen bzw. vorbereiten, dass ich die Kabel nur noch ziehen muss. Ich werde primär heute die Löcher für die Dosen setzen und die Anschlüsse mit Leerrohren verbinden. Zur Montage, zum Einbau der Dosen und so weiter setze ich auf meine bewährten Werkzeuge. Unter anderem dieser Kernbohrer wird verwendet, um die Löcher für die Dosen zu setzen. Ich werde die direkt in die Wände einbauen, 2, 3 Stück. Mehr mache ich nicht, das wird dann zu ungenau. Der hat mir bereits viele gute Dienste geleistet. In Verbindung mit meiner Bohrmaschine sollte das Ganze auch ohne Schlag hier in diesem Gasbeton relativ einfach funktionieren. Die Kabelschlitze werde ich mit meiner Schlitzmaschine machen. Unter anderem werde ich auch dort oben Dosen platzieren für das Netzwerk, für das Radio, aber natürlich auch für die Beleuchtung, die ja hier über diesen Bartresen kommen soll, muss ich irgendwo eine Verbindung schaffen, um die Kabel nach oben zu ziehen. Das Ganze möchte ich nicht Aufputz haben. Dafür habe ich hier viel zu viel Geld und Energie hineingesteckt, um dann am Ende eine so unsaubere Lösung zu haben. Ich werde nun zunächst damit beginnen, mir die entsprechenden Positionen der Löcher für die Dosen anzuzeichnen. Ich habe das für mich selber erstmal ganz grob getan, um zu wissen, was brauche ich wo. Also Lichtschalter zum Beispiel hier für den Tresen, für die Rundumbeleuchtung, die ich ja unter dem Tresen hier lang entziehen möchte, den LED-Streifen. Ich brauche Strom, um hier irgendwo Geräte zu versorgen. Hier unten soll der Kühlschrank reinkommen, der braucht auch eine Steckdose. All diese Dosen werde ich mir zunächst jetzt anzeichnen und anschließend bohren. Sobald das passiert ist, kann ich dann mit der Mauernotfräse die entsprechenden Verbindungen schaffen, um die Leerrohre in die Wand einzulassen und später die Kabel zu ziehen. Die Schalter für die Beleuchtung setze ich mittig in einer Höhe von 1,10 Meter. Das ist mein Standardmaß. Da ich hier unten noch einen Fußboden drauf bekomme, der eine Höhe von ungefähr 5 cm haben wird, setze ich das Ganze natürlich dann auf 1,15 Meter, denn ich möchte ja vom fertigen Fußboden ausgehen. Die Arbeitsplatte ist bereits vorbereitet. Hier habe ich eine Höhe von insgesamt 85 cm. Da oben drauf kommt dann noch ein Unterbau und eben die Betonplatte. Das heißt, ungefähr 10 cm werde ich hier noch hinzubekommen. Abzüglich der 5 cm für den Fußboden bin ich dann wieder bei knapp 90 cm. Für meine Körpergröße ist das eine sehr gute Höhe. Die Steckdosen, die dann hier im Hintergrund kommen werden, ich habe mir erstmal nur die Position in der Horizontalen angezeichnet, werde ich so setzen, dass sie gut verfügbar oberhalb der Arbeitsplatte sind. Als Mustermaß nehme ich mir die Höhe meiner Bar, denn hier bin ich doch stark eingeschränkt. Den Zubau der Arbeitsplatte habe ich hier irgendwo noch diesen Abstand, wo ich die Dosen setzen kann. Da ich gegebenenfalls hier noch eine Fliese vorblenden möchte, sollte das Ganze nicht zu tief, aber auch nicht zu hoch sein. Das heißt dann irgendwo mittig hier. I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was spellbound. All the
about to explode. So I've been told that I should fold and give in. I can't win in this game, no. But you can hear me laughing. I'm the new thing in this field. You should kneel instead of me now. Ich habe die Kabelkanäle, die Schlitze als auch die Löcher für die Dosen gesetzt. Überall da, wo ich später mal eine Dose, primär Steckdose oder Netzwerkdose einbauen möchte, habe ich die Löcher gebohrt und habe mir bereits das Innenleben eingelegt. Ich habe mir auch die Leerrohre, die ich jetzt noch über hatte, bereits so eingelegt, wie das Ganze mal werden soll. Die Kurven schön ausgedehnt, damit ich hinterher problemlos die Kabel einziehen kann. Die Dosen selber werden jetzt noch an den Löchern ausgestochen, damit ich die Kabel problemlos einführen kann. Zum Beispiel wie hier. Das seht ihr, da habe ich das Loch bereits drin und ich werde von hier dann ein weiteres Leerrohr setzen, was hier oben endet, um dann einzufädeln. Nach unten geht der Schlitz so weit, dass ich unterhalb der Arbeitsplatte bin. Vorne kommen die Einbauschränke, nach hinten wird der Bereich hier offen bleiben. Das heißt, ich kann die Elektrik, die Kabel problemlos hinten auf Putz verlegen. Nach oben habe ich 2 Kanäle bzw. 3 komplett durchgezogen bis außerhalb des Steins. Da oben möchte ich dann gern mit einem Leerrohr die Kabel für die Beleuchtung nach oben bringen. Das Ganze auf der Rückseite rechts. Auch hier ein Schlitz, der weit über die Steine hinausgeht. Parallel dazu auch hier die Dose für den Strom inklusive dem Leerrohr erstmal eingelegt. Und auch hier auf dieser Seite habe ich einen Schlitz, der komplett über den Stein hinausgeht. Hier kann ich dann die Leitung legen über das Dach für die Beleuchtung oder was auch immer ich dort benötige. Bei den Leerrohren setze ich auf verschiedene Größen. Ich habe noch Restbestände an 32er Leerrohr. Das ist relativ kräftig und passt von der Größe genau in meinen Kabelschlitz. Zur Befestigung des Leerrohrs setze ich auf meine Trockenbauschrauben. Vom Hausumbau habe ich davon noch jede Menge übrig. Diese Schrauben werden mit dem Akkuschrauber einfach links und rechts neben das Kabel in die Wand hineingeschraubt und fixieren es an der Position, wo es dann bleiben soll. Und anschließend kann ich das Ganze mit Fliesenkleber dann auch zuspachteln. Die Elektrodosen habe ich nun fertig überall hier eingeputzt. Die Schächte, die Kabelkanäle habe ich bereits wieder geschlossen und unten schauen jetzt nur noch die Leerrohre raus. Auf der anderen Seite sieht es ganz genauso aus und ich habe heute den ganzen Tag damit gekämpft und das Stromversorgungskabel, ein 2,5er Kabel und das Lautsprecherkabel für die Musik eingezogen. Bei der Gelegenheit musste ich meinen Rasen an dieser Stelle öffnen, denn die beiden Leerrohre, die ja hier unter dem Rasen hindurch an die Anschlussstellen gehen, die waren beschädigt gewesen. Wahrscheinlich, als ich damals das Steuerkabel eingebracht habe für den Rasenroboter, dass ich da irgendwo zu tief reingegangen bin. Das hat mich heute einen ganzen Tag gekostet, dieses Kabel hineinzuziehen. Wie ihr sehen könnt, habe ich bereits damit begonnen, die großen Löcher zu verputzen bzw. zu verfüllen. Hier die Griffmulden der Steine habe ich mit dem Fliesenkleber aufgespachtelt. Auch die Kanten und Stöße, die zu groß waren, wo Kanten herausgebrochen sind, habe ich ebenfalls zugemacht. Damit ich die Elektrodosen später wiederfinde, denn das Ganze wird als nächstes verputzt werden, habe ich sie mit diesen Abdeckkappen entsprechend geschützt. Diese kleinen Nasen
schauen hinterher aus dem Putz heraus und ich kann entsprechend genau feststellen, wo meine Dosen sich befinden. Doch das Verputzen, das zeige ich euch in einem anderen Video. Denn mit der Elektrik bin ich soweit erstmal durch, als dass ich hier alles vorbereitet habe. Der Einbau der Dosen, die Verkabelung und dergleichen, das folgt erst später. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Bimmel. Dann verpasst ihr keins der neuen Videos zu meinem Projekt Gartenküche bauen. Ich würde mich riesig freuen über einen Kommentar von euch unter diesem Video. Gebt mir eure Meinung, gebt mir eure Tipps und Tricks. Was kann ich, was sollte ich hier vielleicht noch tun? Und natürlich freue ich mich riesig über ein Like, wenn euch dieses Video gefallen hat. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!